bei der Dirty Bird Show in der Werkstatt mit der MAN E-Dirt. Wir bauen sie zusammen, fangen mit dem Lenker an. Das waren die Schellen. Der Frontspoiler mit 3 Schrauben wird er fixiert. Er hält. Dann fehlt noch die Maske, die ist schnell montiert. Und dann geht es ans Eingemachte. Wir schauen uns das Vorderrad an. Das ist etwas schwieriger, denn wir müssen das Motorrad entsprechend in Position bringen. Es gibt 2 Distanzhülsen. Die breitere kommt auf die Seite der Bremsscheibe und die schmälere auf die Seite gegenüber. Alles in allem aber keine große Herausforderung. Das Werkzeug, das mitgeliefert wurde, reicht bis hier zumindest aus. Ja, das Federbein hinten muss montiert werden. Dazu gab es für den Transport eine Eisenmetallstange, die das stabilisiert hat. Wir nehmen ein bisschen Vorspannung weg aus dem Vorderbein, weil der Stanislav doch sehr leicht ist. Das ging recht gut, ohne Spezialwerkzeug. 2 Montageschrauben haben wir oben, also Löcher haben wir oben, um auch noch ein bisschen die Höhe zu verändern des Mopeds. Wir haben dann natürlich die untere genommen. Dann war Stanley genau in der richtigen Größe für das Bike und konnte mit beiden Beinen flach am Boden stehen. Die Kette musste man etwas lockern, sie war sehr stark gespannt. Das geht recht simpel mit den Stellschrauben ganz hinten. Immer wieder abmessen, ob auf beiden Seiten dieselbe Distanz zwischen dem Halter ist und nicht. Jetzt sieht man, dass wir die Kette auf 1,5 Zentimeter rauf und runter, also in Summe ein Spiel von 3 Zentimetern hatten. Die Fuse, die Sicherung, wird hier vorne eingesteckt. Am besten vorher die Batterie trennen. Das ist ein gelbes Kabel, das auch da drinnen sitzt. Gas und Beschleunigung werden hier unten mit Stellschrauben eingeschraubt. Wir mussten eine fixieren. Dann sind wir schon bei den Bremsen, die ganz leicht mit einem Imbusschlüssel positioniert werden können. Die Bremshebel etwas weiter nach vorn bringen, damit mehr Druck auf die Bremsen kommt. Und vor allem die Bremsbacken einstellen, also zuerst lockern, dann mal bremsen und dann wieder fixieren. Dann läuft es ganz frei.